Für unser gemeinsames Projekt mit Red Bull hat der Profi-FMX-Athlet Luke Ackermann einen waghalsigen Sprung gewagt. Mit einem Motocross-Bike von einem fahrenden LKW auf den nächsten. Über eine Traverse mitten auf einer Autobahn. Für ein solches Projekt braucht es nicht nur Mut und Präzision, sondern auch die passende Infrastruktur. Als offizieller Partner kommen wir mit unseren Raumlösungen hier natürlich ins Spiel. Ein so besonderes Event verlangt natürlich auch ein spezielles Backstage-Setup. Zum einen haben wir eine Chill-Out-Area geschaffen und zum anderen ein Workspace für das Produktionsteam. Bevor wir mit der Planung starten konnten, habe ich mich für ein Location-Visit auf den Weg gemacht, um die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen. Danach haben wir direkt angefangen zu visualisieren, wie das Ganze aussehen kann. Im nächsten Schritt habe ich die Kapazitäten geprüft, wir haben geschaut, welche Container brauchen wir, wie können wir die ausstatten, wie wollen wir die auf dem Gelände platzieren. Als alles geplant war, sind wir mit dem Team 3 Tage vor Drehbeginn angereist und haben uns um den Aufbau gekümmert. Das ELA-Montageteam hat die Container angeliefert und aufgebaut. Wir haben uns in einem nächsten Schritt dann um die Einrichtung und auch um den Feinstaub gekümmert. Während wir das ELA Village aufgebaut haben, hat die Red Bull Crew das Setup für den Sprung vorbereitet. Das ELA Village bietet optimale Bedingungen für die Crew vor Ort. Ein echtes Highlight ist dabei definitiv die Lounge Area. Dafür haben wir einen speziell angefertigten Event-Container eingesetzt. Perfekt für entspannte Vibes am Set. Dank des offenen Raumkonzepts lässt sich der Container komplett aufklappen. Dadurch wird die Fläche verdoppelt und wir schaffen zusätzlich eine weitere Überdachung. Für den Chill-Out-Vibe haben wir die Lounge mit einem Soundsystem sowie einer stimmungsvollen Lichtanlage ausgestattet. Dank unserem Partner Red Bull sind wir natürlich an der Quelle und es stehen Kühlschränke und Theke mit kühlen Getränken bereit. Outdoor-Teppiche, Palmen, Lichterketten, Sitzsäcke sowie Barhocker und Tische machen die ELA Lounge perfekt. Ich würde sagen, hier lässt sich's gut aushalten. Zu dem ELA Village gehört auch unser Production Workspace. Die Doppelanlage hat große Fensterfronten, dadurch hat das Team jederzeit Überblick über das gesamte Set. Auf 36 Quadratmetern gibt es 8 voll ausgestattete Arbeitsplätze. Strom, WLAN und ein Split-Klimagerät sorgen dafür, dass hier optimal gearbeitet werden kann. Im vorderen Bereich findet man eine kleine Kaffeetheke und kühle Getränke, powered by Red Bull. An der Fensterfront haben wir noch eine kleine Chill-Out-Area integriert. Oh, das wäre eigentlich cool, wenn wir dann da drauf stehen und wir machen eigene Stunts. Ich mache einen Ratschlag. Hier seht ihr unsere Chill-Out-Area, da hinten das Production Workspace und insgesamt ist das ELA Village. Ein Setup, das funktioniert und dabei auch noch richtig gut aussieht. Die Kameracrew besteht aus 14 Personen, es sind 8 Kameras, 2 Drohnen und 3 Fotografen dabei. Also es sind Peak ca. 60 Personen am Set, bestehend aus Setup, Content Crew, Branding und andere Gewerke. Das Projekt ist seit 10 Monaten geplant. Wir sind im Jänner ungefähr mit eingestiegen und haben alles mitgeplant. Die LKWs fahren mit 20 km/h, Luke ist ca. mit 54 km/h unterwegs und somit beträgt die Geschwindigkeit 74 in etwa. Luke springt ca. 9 Meter hoch, 40 Meter weit. Also Aufbaucrew war 14 Personen, Abbaukrew sind 6 Personen. Wir haben 6 Tage aufgebaut und bauen 3 Tage ab. Die Landung beträgt 24,5 Meter. Der Abstand zwischen den LKWs ist 23,5 Meter. Meine Arbeit war einfach, dass ich über die Distanz halte, die 20 Meter Abstand und dann auf das Zeichen warte, bis der Hannes gesagt hat, links oder rechts. Ich muss dann noch die Richtung ein bisschen korrigieren, damit dann der Luke zum ersten LKW vorspringen kann. Und dann muss ich auf die Bremsung Acht geben vom ersten LKW, dass der Abstand passt und dass wir zum Stillstand kommen. Dieser Job unterscheidet sich natürlich von dem, dass das ganze Gespann 30 Meter hat, wo sonst normal mit 17 Meter am Weg bist, ist natürlich ein gravierender Unterschied. Und hinter dir hast du noch ein Motorrad, was Lärm macht und über den LKW springt. Das ist ja nicht alltäglich. Ich bin zu dem Sport durch meinen älteren Bruder Hannes gekommen. Der hat damals mit Motocross angefangen und ist dann auch zum Freestyle gewechselt. Und ich habe das natürlich gesehen und wollte das dann auch machen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ziemlich gut in dem Sport bin. Ich habe natürlich dann probiert, in der WM und EM zu fahren und habe dort meine ersten Erfolge erreicht.
Und dann mit 18 stand mir die Entscheidung dann bevor, ob ich nun einen Beruf lerne oder studieren gehe oder Motorrad fahre. Und für mich war es natürlich der Sport und der Sport war mir am wichtigsten. Vor einem Sprung bin ich eigentlich nicht so wirklich aufgeregt. Natürlich ist eine gewisse Anspannung dabei. Man weiß natürlich auch, was passieren kann bei solchen Sprüngen. Und Aufregung ist es eigentlich nicht, aber wenn man jetzt was Großes vorhat, ist man durchaus schon ein bisschen nervös. Ja, Rituale gibt es bei mir nicht so wirklich. Ich probiere immer vor dem Sprung, mich wirklich voll zu konzentrieren, mich voll in die Situation hereinzuversetzen und eigentlich immer dann das Beste daraus zu machen. Wenn man in so einen Container springt oder auf so einen Container auf jeden Fall erstmal zufährt, ist natürlich erstmal dann das Gefühl ziemlich komisch. Man weiß nicht genau, wie sich das Motorrad da drin verhält, ob man wirklich 100% Grip hat. Aber ja, wenn man das zum ersten Mal gemeistert hat und weiß, dass alles stimmt, dann macht es umso mehr Spaß. Im Backstage-Bereich gefällt mir natürlich hier dieser Container am besten. Der ELA-Container passt natürlich super hier in unser Setup rein. Hier kann man sich einfach wohlfühlen, entspannen und zwischendurch mal abschalten und das passt super bei uns rein. Das war das erste Projekt von den ELA-Container und Red Bull. Es hat sehr gut geklappt und wir freuen uns auf weitere schöne Projekte.